Hallo und herzlich willkommen zum Hop-Update im Juli. Das letzte Hop-Update liegt ja jetzt 4 Wochen zurück und ich kann schon mal vorausschicken, es hat sich einiges getan seitdem. Die Hopfer haben richtig Gas gegeben, sind richtig gewachsen. Beim letzten Mal waren wir in einem Bestand der Sorte Herkules. Dieses Mal schauen wir uns ein Magnum an. Wir sind hier im Gemeindebereich Eigelsbach, im Herzen der Hallertau, mittendrin sozusagen. Und die Bestände befinden sich mittlerweile so am Anfang der Blüte. Die Infloreszenzknospen öffnen sich langsam und die ersten Blüten werden sichtbar. Und das schauen wir uns jetzt mal im Hopfengarten an. Die Bestände haben die Gerüsthöhe erreicht, was auch gut ist so. Ausnahme sind da vielleicht ein paar einzelne Perlen, manchmal eine Tradition oder auch der ein oder andere Polaris, die haben es nicht ganz bis nach oben geschafft zum Teil. Wird jetzt auch schon schwierig. Es ist grundsätzlich so, wenn der Hopfen zu blühen beginnt, dann steigt er sein Längenwachstum eigentlich ein. Das heißt, alles was jetzt nicht ist, wird es auch nicht mehr ganz schaffen. Aber wie gesagt, das sind einzelne Ausnahmen, also die meisten haben es jetzt wirklich gut gemacht. Man findet die ersten Blüten, wenn man da sieht. Die Infloreszenzen, die Knospen, die haben sich jetzt langsam zu Blüten entwickelt. Aus den Blüten entwickeln sich dann später auch wiederum die Dolden, also das ist das, was wir haben wollen von der Hopfenpflanze. Wie ich schon gesagt habe, die Bestände haben sie wirklich super gemacht. Grund dafür war die Witterung. Bauern sagen, der Juli ist der Hopferflicker. Dieses Jahr hat er seinem Namen alle Ehre gemacht, also er hat die Hopfen wirklich richtig gut geflickt. Es war einfach so, dass wir sehr viel Niederschlag gehabt haben. Die letzten 4 Wochen waren wir quasi 100% über dem Durchschnitt. Also wir haben die doppelte Regenmenge gekriegt, wie wir normalerweise in dem Zeitraum kriegen. Und das hat den Beständen sehr gut getan, zumal auch die Temperaturen jetzt nicht überaus heiß, aber auch nicht kalt waren. Also es waren perfekte Wachstumsbedingungen. Und wer das letzte Update mit dem Stefan gesehen hat, der hat ja gesagt, dass wir ein bisschen Aufholbedarf haben, weil der April ja sehr kühl war und der Mai auch. Ich kann jetzt vermelden, also wir haben aufgeholt. Wir befinden uns zwar immer noch so 5 bis 7 Tage hinter dem Durchschnitt, was aber kein Problem ist. Wie es ausschaut, geht halt die Ernte dann einfach ein paar Tage später los, aber im Großen und Ganzen hat es den Beständen nicht geschadet. Also im Moment die Voraussetzungen nicht schlecht. Krankheiten und Schädlinge sind weitgehend unter Kontrolle. Es ist so, dass Spinnmilben und Blattläuse bekämpft sind und tatsächlich die Bekämpfungen auch erfolgreich waren. Mehltau ist der Druck dieses Jahr zum Glück nicht so groß wie die Vorjahre. Bei Peronospora haben wir aktuell einen amtlichen Spritzaufruf. Da ist so, dass die amtliche Beratung in Hüll Sporenfallen aufgestellt hat und täglich die Peronospora-Sporen auszählt. Im Moment sind die so hoch, dass ein Spritzaufruf ausgegeben wurde, nachdem sich die Pflanzer dann richten. Das heißt, wir werden die nächsten Tage da breitflächige Behandlungsmaßnahmen fahren, soweit die Böden das zulassen. Das ist vielleicht der Punkt, den man nur erwähnen muss. Die Pflanzer haben die letzten Wochen wirklich eine harte Zeit gehabt. Die mussten sich die Zeit wirklich stehlen, wo die ihre Behandlungsmaßnahmen und ihre Arbeitsgänge im Hopfengarten durchführen konnten, weil durch den vielen Niederschlag die Gärten einfach immer nur kurze Zeit befahrbar waren und da war wirklich die eine oder andere Nachtschicht fällig, was man aber natürlich auch gern macht, vor allem dann, wenn die Bestände wachsen und wenn man einen Erfolg sieht. Und ohne Wasser wächst schließlich nichts, also sind wir sehr zufrieden mit dem Wetter und sind wir auch sehr zufrieden mit der Entwicklung der Bestände. Und Ernteprognose machen wir noch keine, da ist noch zu früh. Es schaut im Moment nicht schlecht aus, aber genauere Prognosen gibt es dann beim nächsten Hop-Update in 4 Wochen im August. Da stehen wir kurz vor der Ernte, da wissen wir dann mehr.